Schlangen vor dem Arbeitsamt und bekamen am Schalter 5 Mark. Nicht, das ist eine völlig neue und andere Situation. Da waren viele bei, die hatten ganz einfach nicht die Mittel, um ihr Essen zu kaufen. Aber sonst war das sagen wir mal, ein trostloses Geschehen mit den Menschen, die mit dem Löffel in der Tasche spazieren gegangen sind, weil sie zum Mittagessen, bekamen sie ein Essen mit einer Marke. Das war ja Unding, unmöglich. Nicht? Unemployed lived rough inside the cities, as Germany became economically the worst-hit nation in the world. And then, just when it seemed things couldn't get any worse, they did. The 5 major banks crashed in 1931. More than 20,000 German businesses folded. Now the middle class was suffering. In the economic crisis, the Nazis' vote increased. They still said the same. Versailles was a crime, Jews should be denied German citizenship, Marxism should be destroyed, and Germany must be reborn. Their message hadn't changed. It was just that now more Germans were ready to hear it. And in this economic crisis, people who had never seen or heard Hitler still voted Nazi. Eine Nation wirtschaftlich zerstört, der Bauernstand ruiniert. In a remote town in German East Prussia like Neigenburg, in 1928 the Nazis got 2.3% of the vote. In 1930 their vote leapt up to 25.8%. Yet Hitler didn't visit here, and there was no Nazi party organization in the town. But it wasn't just the Nazis who began to do well. The communists started to pick up votes too. Something sinister was happening to this new democracy. It seemed to be splitting apart as voters rushed to the extremes. Alois Pfaller had joined the Communist Party in the late 1920s and now started taking on the Nazis in the streets. Ja, was hast du machen können? Du musstest jeden Tag stempeln am Arbeitsamt und dann hat man sich getroffen. Und da ging die Diskussion los. Die Streitereien. Da waren SEA-Leute dabei, waren SPD-Leute dabei, waren Kommunisten dabei, da waren Freidenker dabei. Aber wir hatten natürlich auch Zusammenstöße, aber wir hatten ja keine Waffen. Also im Schlagen konnten wir nur höchstens uns verteidigen und den Gegner selbst mit Fäusten bearbeiten, wo es notwendig war. Und das war schon öfters notwendig. Und im Saal dann die Stühle zerschlagen und mit den Stuhlbeinen kämpfen, das kam öfters vor. Machten auch beide Parteien natürlich. Die einen wie die anderen. Die Trommeln werden gerührt. Wir geben dem Feind einen kräftigen Tritt. Und was wir spielen ist Dynamit. Unserem Hintern der Bourgeoisie. Wo entstehen die Faschisten, drüben am Horizont. Proletarier, ihr Betrüsten, rund, durch Groß-Berlin marschieren wir. Für Adolf Hitler kämpfen wir. Die Rote Front bricht sie entzwei. Es marschiert
Hitler said that he was the strong man who could solve the economic crisis, at the head of a dynamic party that promised it would destroy Germany's internal enemies and rebuild the country around national unity. And Hitler campaigned in a fresh and original way. In his 1932 Hitler over Germany presidential election campaign, he traveled by aeroplane to 20 cities in 7 days. Though he was to lose the election to President Hindenburg, Hitler had established himself as a credible alternative leader of Germany. In diesem Winter habe ich das erste Mal Hitler erlebt und da war schon eine Menschenmasse und wahrscheinlich kann ich mir das heute nur so erklären durch die Not, die die Menschen durchgemacht haben und auch durchmachten gerade in der großen Arbeitslosigkeit. Es war sehr, sehr schlimm. Und da wurde Hitler wohl mit seinen Erklärungen zu einem Heilsbringer. Der hat gesagt, ich hole euch raus aus diesem Elend, ihr müsst nur alle mitmachen. Und das haben alle verstanden. The Nazi Party proposed little in the way of detailed policies, but it offered order, discipline, and the personality of Adolf Hitler. Fridolin von Spahn met him in the early 1930s. Und auf einmal merke ich, dass der Blick von Hitler auf mir ruht. Und da schaue ich auf, tatsächlich. Er schaut mich so an. Und das war einer der seltsamsten Momente meines Lebens. Ich habe das Gefühl gehabt, er sucht irgendwie, der Blick, der zunächst ganz auf mich gerichtet war, ging auf einmal durch mich hindurch in eine unbekannte Ferne. Das ist so sonderbar gewesen. Und der lange Blick, den er mir geschenkt hat, hat mich vollkommen überzeugt, dass er ein Mann mit ehrlichen Absichten war. Ich kann nur eins sagen, ich bin glücklich, dass mir Hitler von seiner schönsten Seite begegnet ist. Jetzt hat es sicher auch dunkle Seiten gegeben, aber ich habe ihn von seiner wunderbaren Seite erlebt. Und das ist etwas, was mir kein Mensch nehmen kann. By 1932, the majority of Germans, in voting for communists and Nazis, were voting for parties openly committed to overthrowing German democracy. Democracy had arrived in Germany at the end of World War I. Now the majority of Germans wanted to be rid of it. In his election speeches, Hitler made no secret of the fact that a vote for the Nazis was a vote for dictatorship. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor, und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Und ein Politiker verschärft das noch, indem er sagt, die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe hier eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt